Hallo! Guten Tag! So, Faulix TV ist jetzt wirklich live. Haben wir gerade noch ein bisschen Landi gespielt. Offscreen natürlich. Und ja. Der gute Matu ist auf den Knopf gekommen und hat dann live gedrückt. Das war nicht ganz so geplant, aber das ist egal. Ja. So, wir spielen heute Horizon Forbidden West, Tag 3. Von 3 erstmal. Horizon Wochenende neigt sich dem Ende. Das heißt aber nicht, dass Horizon die nächste Zeit dann nicht mehr gibt. Es wird öfters kommen. Also definitiv. Wenn nicht sogar spontan unter der Woche. Aber immer mit der Ruhe. Das ergibt sich alles nach und nach. Ja. Nichtsdestotrotz fangen wir mir an mit dem Spiel. Ich habe nämlich da gestern beendet. Ich muss übrigens meinen Bildschirm noch umschalten. Auf PlayStation. Okay, no Signal. Hallo? Jetzt ist es wieder da. Gut. Wir sind noch gestern stapeln. Ich habe auch eine ganz wichtige. Kein Fotomodus. Einstellung. Die wo ich wieder da möchte. Und zwar Zielhilfe. Ist einfach mit PlayStation Controller ohne Zielhilfe relativ schwierig. Deswegen möchte ich es gern drin haben. Sicher ist sicher. Sprengpaste haben wir dann. Naja, es geht. Oh, das ist Ingame-Sound. Okay. Da ist der gute Langhals. Wir müssen jetzt noch ein paar Maschinen zerstören. Die weiß schon, dass mit der die zickt. Das ist hohes Gras. Und der Plünderer auch wieder da. Entdeckt. Was? Was zur Hölle? So weit ist jetzt nicht gedacht. So funktioniert es leicht. Himmelsgleiter durchsuchen. Durchdringender Stachel. Mich irritiert gerade die Musik ein wenig.
I don't know why, aber das ist ganz schön episch. Gut, dann ist ja das jetzt gar nicht so schlimm, dass wir das gestern nicht mehr gemacht haben. Dann kraxelt mir jetzt einfach auf, lassen wir uns Zeit dazu, weil heute jetzt Zeit wieder. Genau. Einmal nach oben. Denn da wird man dich loben. Hoppa. Und ab auf die Satellitenschüssel. So. Dann müssen wir geschwind warten. Ich denke mal, ich muss warten, bis das der Langhals da herüben ist. Aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Genau. Ich muss es nur richtig abpassen. Ach, gleiten müssen wir. Ja, das erklärt so einiges. Kann sein. Diese Felder sehen gar nicht gut aus. Wow. Ein bekanntes Lager, da ist ein Lagerfeuer, da waren wir wahrscheinlich gerade. Bei mir waren wir ja da irgendwo, oder? Da drüben. Okay. Warten wir einfach ein bisschen. Fähigkeiten haben wir sowieso gerade gehabt. Also. Move da an der Werkbank da. Move zu einem Ding. Zu einem Lagerfeuer muss man geschwind zu einer Werkbank porten, denn ich glaube, ich habe eine Lösung für mein Dingproblem, mein Beuteproblem bei den Viecher. Ah, schau her. Langhals, ich komme, ich bin da. Dann überbrücke ich den großen Mal. Alles wird gut. Schon fast geschafft. Also, Langhälse senden Kartendaten an andere Maschinen. Und jetzt gehören sie mir. So ist es. Ah. Das ist auch cool. Das ist so schön gemacht, das stimmt. Wir haben jetzt die Karten quasi aufdeckt, aber wir haben trotzdem noch einen Nebel. Reinklang, Reliktruinen, Flusslied. Und die ganzen Areale. Und Lagerfeuer und Unterschlupf. Unterschlupf ist meistens gut, oder? Ach, da war auch einer. Nehmen wir den. Müssen wir mich nicht irgendwie noch Reinklang? Nicht, gell? Begib dich zum Durchgang. Karaja-Lager. Okay. Donnerkiefer, Breitschlund, Sprungschläger, Feuerdornrücken, Sprungschläger, Grauhabicht, Plünderer. Wow, Rebellenaußenposten. Ja, ich sag mal, da gibt's einiges zu tun, ne? So, einmal abseilen, bitte. Maschinenkill? Stürmerkill? Waschbärhaut. Waschbärhaut braucht man nicht mehr, gell?
Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup finde, wird es überall so sein. Ein Himmelsgleiter. Okay. Komm jetzt, Dolly. Gib den Himmelsgleiter nehmen wir noch mit. Die 3 scheinen Probleme zu haben. Keine Munition. Helft mir! Ja! Bleib bei der Ente! Oh! Okay. Easy. Und das Teil geflogen. Ja, Mann, der haben seinen Schwanz angeschossen. Nicht? Oh, schade. So, jetzt möcht's mit mir reden. Können wir gehen da. Wie schlimm ist es? Ich kann gehen. Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Aloy, Ich bin Dane. und das ist eure ganze Ernte. Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Das hier ist also Utaru-Gebiet? Genau. Unsere Stadt Reinklang liegt gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen. Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Das ist nicht nötig. Bitte, wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane, du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Ich sollte auch los. Wenn du mal nach Reinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuche mal vorbeizukommen. Naja, ist nicht gerade fei. Was die da haben. Hallo Mandu! So, ich wollte da hinten zu deinem Unterschlupf. Also da kann ich nicht drüber gehen. Was haben wir denn da noch? Okay, tut der Gitarre. Krieg ich da? Lässt sich nicht stören? Warum kann ich das nicht scannen? Zähme Beschaffungsmaschine von religiösen Interesse für den Die Utaru-Stamm. Maschinen wirken nicht feindlich. Die haben da nicht feindlich. Diese Felder sind voller giftiger Pflanzenfremde. Vorsicht! Was ist mit den ganzen Rotfüchse? Haben die alle gestorben da?
Kann schon sein. Ah, weil der die nicht kehrt, oder? Das mag sein. Oi! Okay. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Oh, da ist ein Lagerfeuer und eigentlich alles, was man brauchen kann. Perfekt. Werkbank benutzen. Jetzt schauen wir, ob ich die Aufträge erfüllen kann. Aufträge erstellen kann. Ja, 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 ja. Fallenherstellung. Egal. Spezialausrüstung haben wir immer noch nicht mehr. Okidoki. Jetzt wenn ich die Quests nicht annehme, also nicht aktiv habe, werden es mir aber trotzdem angezeigt, denke ich mal. Upgrade Stufe 2 bei allen, oder? Yep. Schatten im Westen. Was nehmen wir dann für Missionen an? Ich gesagt, die da, Tor des Todes. Dieses Bombenfeuer. Geierfedern. Ach so. Aha. Da kann man quasi hier und kann man die Fängen. Schatten im Westen, das Eclipse-Verstecks. Sollte man noch machen und dies. Ich glaube, der Affe können wir trotzdem auch noch. Reinklang müssen wir wahrscheinlich noch nicht. Das nehmen wir das da mit und machen wir die Aufgabe da. Hätte ich jetzt gesagt. Dann kann ich mir da ein wenig Zeit vergehen lassen. Hier, ich möchte, dass es hell ist, bitte. Morgen. Habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Also wenn ich ehrlich sein sollte, nein. Ich weiß aber nicht, was die unbekannten Fragezeichen da heißen. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Dann lauter so Sachen, die wo man nicht weiß. Aber die kann man noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Brutstätten von Haus aus angezeigt werden. So, Stürmer, reitbar. Aktuell doch hier ein Stürmer. Das heißt... Das heißt, die haben da Panzerung da drauf. Robuste Feuerplatte, Panzerplatte und Verteidigung. Okay. Gehen wir mal ins Gras. Ist das kein Lohe-Behälter? Feuerpfeile lassen das explodieren.
Okay. Oh, Rotfuchs. Oh. Und keine Munition. Locker. Also wenn das so weitergeht, dann werden wir bald Schwierigkeit auf T-Stufen. Aber das sind halt auch Stürmer, die haben halt eigentlich nicht viel wert. Ich bin nicht willkommen. So, Hauptsache in Lohe-Behälter haben wir. Ob wir schon Brutstätte in Sicht haben. Das da ich selber gern wissen, wo wir die haben. Von dort oben. Ich sehe keinen Weg hoch. So komme ich da im Moment nicht dran. Okay. Rebellenlager. Müssen wir mit auf ihre gehen. ...16 Pflanzen gehen wir mitnehmen. Also das war jetzt ein dezenter Hinweis, dass wir da noch nicht raufkommen. Jetzt bin ich aber oben. Das Wrack ist verstreut. Das Signal scheint von hinter diesen Ranken herzukommen. Was? Mein Fokus empfängt eine Art Flugschreiber. Funkmarke. Eine Luke. Ich kann die Maschine nicht überbrücken. Aber ich könnte es lernen, wenn hier eine Brutstätte ist. Was war jetzt da wieder gut? Schwach gegen Eis. Oh, die Sundi blendet so stark. Flockener Draht. Oh Gott! Ein Langbein. Schwach gegen Schockschaden. Abnehmbar. Kann Verstärkung rufen. Druckluftbeutel. Explodiert, wenn es zerstört wird. Was ist das? Langbein Flügelbrenner. Okay, die müssen wir quasi abschießen. Nichts mehr zum Feuern. Kann nicht sein.
Au, 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 au. Oh Gott, schon wieder keine Munition mehr. Einen Zünder und den ersten Langbein gekillt. Ich könnte Stürmer. Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Was ist wieder? Ein Waschbär. Na, der Strauß, der macht mich nicht fertig. Es gibt's so nicht. Oh, geht eigentlich. Hallo, bleibst du da? Der macht mich nicht fertig, aber... Ja, Löschwasser. Was haben wir denn da? Also, Ich seh nix. Wo haben wir dann die Teile? Hallo, Munition leer. nicht schon wieder. So. Wo ist das auch noch Bauteil? Reishorngeweih. Was haben wir da? Plünderer, natürlich. Schauen wir mal in die Luke. Ich brauche Energie, um die Tür zu öffnen. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Oh oh, ich wurde entdeckt. Von wann? Ja, die laufen nur sowieso alle wieder davor. Ach so. Aber eine Energiezelle. Einsetzen. Da, trinken wir mal einen schönen Eistee.
Tür öffnen. Mal schauen, was drin ist. Was ist das? Eine Metallblume. Oh ja. Das hat nichts gebracht. Kann das sein, dass die Metallblumen sowas öffnen? Dass da wichtige Sachen drin haben, dass das deswegen noch nicht geht? Neuen Flugschreiber geortet. Hallo! Okay. Flugschreiber der Sporen. Nicht identifiziertes Signal. Eine Art Drohne. Eine Überwachungsdrohne? Erlange die Drohne. Aloy hat eine Überwachungsdrohne entdeckt, die den Zustand der regionalen Biosphäre überwacht. Wer weiß, was die Daten preisgeben könnten. Okay. Verseuchtes Fleisch. Langbein-Flügelbrenner. Oh, Kiksi. Danke. Ah, so. Dieses Gebiet überwacht? Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber wie komme ich da hoch? Ich glaube, das kann ich nicht abschießen. Achso. Vielleicht sollte ich rausfinden, was das Signal war, bevor ich gehe. Ja, ich denke mir, du musst her. Gut, da von der Seite kommen wir, jetzt haben wir doch kein Problem mehr. Da waren nämlich ein paar Plünderer und was haben wir da? Graser. Eine Herdenmaschine, die nach natürlichen Rohstoffen gräbt, um sie in Biotreibstoff umzuwandeln. Sie flieht schnell vor Gefahr, aber greift gegebenenfalls Feinde an, um den Rückzug der Herde zu ermöglichen. Ein Graser Rothorn. Rotorhorn. Was ist da oben? Das braucht man bestimmt für Tipps. Metallscherben, gut, das war Auftrag. Okay, okay. Drohne, kommst du zu Papa? Ich könnte worauf klettern, um auf die Drohne zu springen. Ja, ich bin ja schon da. Ab nach unten! Ach so. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Sie Überwachungsmodul. Sammelobjekte. Ein Datenmodul geborgen aus einer Überwachungsdrohne in Reinklang. Okay, sagt mir jetzt nichts. Graser, da gibt es wirklich nur die? Okay. Gibt's sonst Kui Plünderer, gibt es eine spezielle. Langbein gibt es auch noch eine besondere Form davon. Überwachungsdrohne. Übertragen doch. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ich behalte sie vorerst mal lieber. Oh oh.
Hallo. Schock. Ja. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Plünderer hast? Erledigt. Ah. Leuchtsprenger. So, mal. Ah, ich hab keine Munition mehr, deswegen. Der damit? Puh. Da fliegt es. Die Zone, das ist grausam. Jetzt ist es eine wütende Brenn... Au, 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 au. So, er legt mir Graser. Ja, hallo! So geht's natürlich, ja. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Dann haben wir so ein Rotorhorn. Und ein bisschen Lohe. Weil die Rotorhörner, die brauchen wir bestimmt noch. $134 jetzt im Inventar. Das ist ja auch krank, oder? Hm. Warum ist jetzt das unbekannt? Ach so! Blockierter Weg. Ja, ja.
Ist da blockiert der Weg? Breitet sich aus und verbreitet ihre Krankheit. Kann doch noch mehr Graser. Mensch, mir gehen wir schon wieder in die verkehrte Richtung. Zeige, was ich die Drohne schon gekriegt, obwohl ich es noch gar nicht kriegen soll. Die Frage ist jetzt, das werden wir schon da haben. Schauen wir da hinten auch noch, oder? Und welche besondere Tiere? Da ist Reinklang hinten. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Da an Kisten. Also in der Regel laufen die Graser nur davor. Wahrscheinlich kriegen wir die Viecher in deinem Gebiet gar nicht. Da wir nicht zu overpowered haben, nur weil wir mir Materialien sammeln bzw. Fisch sammeln. Oh, da ist ein Himmelsgleiter. Ist das so einer? Ja. Und so erledigt man den. Und was haben wir da? Ein Zünder. Und wie du Affe wo immer. Also Grasareal. Das Problem ist, die Areale, die strickern sie ziemlich. Dort steht zwar Grasa, aber Greifpunkt. Das ist noch ein Himmelsgleiter. Ah! Hab dich! Nein, keine Munition. Na, Kim, geh her. Hallo, möchtest du mich jetzt verarschen?
Ah, geht doch. Oh, Feuer. Ah, egal. Das vergeht wieder. Wird dumm gesagt. Bis das geheiratet hast, ist vorbei. Wurfwaffe. Beziehungsweise den Weg, gell. Genau. Passt schon. Ich glaube ja, in den Speu braucht man 3 Maschinen besser wie im ersten Teil. Oh. Gibt's ein paar Grünlichter oder was sind das? Hübsch. Okay. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Mhm. Oh. Warum ist eigentlich schon wieder dunkel? Wo zur Hölle bin ich? Aufstemmen, ja. Geht ja diesmal wenigstens. So wie Sau. Grau habe ich Herz und Breitschlundherz. Nichts blockiert der Weg. Bin doch drin. Es ist eine Fehleranzeige. Fehlendes Werkzeug benötigt. Ich hab aber das Richtige. Ist jetzt da noch was? Das da ist noch da. Dann muss ich aber aussehen und rechts holen. Ich mag aber erst nach der 4 schauen, weil da ist bestimmt noch irgendetwas. Wir haben doch da nicht umsonst so eine Brücke herzaubert. Das hätten sie sich ja einfach machen können. Ernsthaft? Sag ich doch. Du geht's zu dem Areal. Und zwar da oben. Oh. Da oben. Und das ist eine Kiste. Aber da komme ich fast nicht um mich. Das
Das heißt, ich muss da da geht der Brücke dann auf und dann wieder herum. Okay. Oh, da drüben ist etwas Blaues. Kisti. Mit Sprengpaste. Bin gespannt, wo es da hingeht. Okay. Das verstaue ich für später. Schaut jetzt nicht so aus, als gab es irgendwas Interessantes da herum. Vertikale Schockfallen. Okay, da kann ich noch Affe. Und wenn ich herum bin, sage ich nichts. Außer Pflanzen. Und da hinten ist auch noch eine Kletterpflanze. Wäre aber jetzt nicht durch den Weg hinkriege. Da unten ist das Areal, da ist ein Greifpunkt. Da ist bestimmt eine Kisten oder sonstiges. Aber da gehe ich ja jetzt nicht um mich. Da ist ja nichts. Gehe lieber zu meinem Ziel da vorne hin. So, gleiten wir einfach um mich aus, da die sagen. Soweit wie wir kämen, das ist die andere Frage. Jetzt haben wir schon ganz schön hau. Wie Dogs darfst du nicht haben? Hockt dein Gleitschirm jetzt schon. Und wie schaut das aus? Wie eine Metallblume. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Aus natürlichen Ranken sprießen nicht stoßempfindlich zur Beseitigung Spezialausrüstung benötigt. Okay, dann haben wir da herum jetzt eigentlich nichts gefunden. Dann gehen wir noch da unten her, da ist dann ein Lagerfeuer, das heißt, wir könnten dann, ja, da irgendwie hergehen und keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Gehen wir mal zu deinem Fragezeichen. Und dann Gräber. Das ist wieder so ein Himmelsgleiter. Dann wieder Graser. Das ist wahrscheinlich das Graser-Areal. Jupp, genau. Haben wir jetzt drin. Aber das ist egal. Dann gehen wir da noch um. Was haben wir da? Krallenschreiter. Ja, die werden wir uns noch hin. Lasst mich doch in Ruhe ins Grasen. Das kommt in meinen Vorrat. Das ist ein unbekanntes Lagerfeuer. Ja, das müssen wir dann schon mitnehmen, ne? Vorratslager. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Einmal speichern.
Das ist wieder Metallblume. Blockierter Weg. So, meine lieben Krallenschreiter. Ihr gehört mir. Eine schnelle und wendige Kampfmaschine, die mit rasiermesserscharfen Klingen bedeckt ist. Sie wird häufig in kleinen Herden angetroffen und ist in der Lage, eine Vielzahl von tödlichen Nahkampfangriffen einzusetzen. Wow. Eine Kettenreaktion mit Schock. Das ist abnehmbar, enthält wertvolle Rohstoffe. Und Klingenschweif. Hauptupgrade. Okay. So ist Pfeile herstellen. Dreifachpfeil. Und Schweif. Komm schon, komm schon. Hallo. Oh Gott, ich habe schon alle 24 Pfeile verschossen. Au! Muck doch nur deinen Schwanz haben. Was ist die Sau hier? Wo hänge ich? Irgendwo da, wo ich nicht hängen sollte. Mhm. Dann gehen wir mal in das offene Feld. That's what she said. Wow. Ah, sag einmal. Zack! Voll halt an! Mein Gott. Abgetrennt. Oft geht die Munition aus. Oh! So, das war aber jetzt gerade einer.
Oh Gott. Alles verbraucht. Au, 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 au. Du, zack! Wo sind das für Gelände? Jetzt springe ich ihm genau in die Hände. Oh! Also einer geht noch gerade, aber zwei... Leg mich am Arsch. Das ist nicht ohne. Gut, dass da mal Lagerfeuer ist. Oh, Leid. Nicht mal, dass das so brutal wird. Faserwurz. Kein Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Brauch Heilpflanzen, definitiv. Und Heilpilze denn nicht mehr. Weil ja so ziemlich alles verbraucht. Komm, schauen wir mal dazu. Haben wir schon wieder einige Beeren. Ein Grünglanzsplitter. Der Lagerfeuer. Wo haben wir denn jetzt überhaupt? Okay, wir sind ein bisschen nördlicher als gewollt. Jetzt kann man fast sagen, wir gehen da rauf. Aber weit ist nicht mehr. Wurscht war es eigentlich. Nennt man da einen unbekannten Unterschlupf. Dann haben wir da die ganze Zeit schon mal ein wenig abgegrast. Ja, es ist leider Horizon Zero Dawn. Sie anzuzünden bringt nichts. Säurekanistergraber und Graser. Gräber. Gräber. Wieso ist das gleich? Ah, Faserwurz. So, gehen wir mal zu deinem Unterschlupf. Wenn es ein Unterschlupf ist, ist gut. Wenn es ein Rebellenlager ist, dann lösen wir es auf. Schlimm ist halt, dieser Story auch mal wieder weiterkommen. Ich sag's schon, wir machen mal keine einzige Story-Mission, so, wenn ich so weiter tue. Na, wenn du schon so schön herlegst. Wildschweinknochen. Lagerfeuer. Schau her, da haben wir Lagerfeuer, können wir jederzeit schnell reisen jetzt daher. Und auf der Werkbank können wir wahrscheinlich auch noch nicht recht viel mehr machen. Obwohl wir zwar Teile jetzt haben. Genau. Feuerjagdbogen. Gewusst wo's. Ja, damit. Nehmen wir das. Es hilft nicht. Ich muss es mitnehmen, weil wir haben das Material. Wir haben Material im Überfluss momentan. Und solche Sachen kann man immer brauchen. Sprengschleuder, Kurzbogen. Stolperfalle. Donnerschleuder. Sprengschleuder. Da ist
Dorn, Rücken, Stoßzahn. Einmal upgraden. Was haben wir denn? Das war für Feuer. Das war für Schock und Stoß. Frost. Und Säure und Plasma. Muss man mal. Zinder stellen wir da noch hier. So, dann haben wir überall 4 Fallen. Dann gehen wir da geschwind einer und füllen wir unsere Ressourcen auf. Alle Kategorien auffüllen. 221 Maschinenmuskeln haben wir da. Und 156 Heilungsdings, die Bums, die da. Also die Sachen sind zum Verkaufen. Okay. Aber ich finde es geschickt, die Lösung, was sie haben. Du musst nicht mehr unendlich voll grinden, du musst einfach nur die richtigen Teile abschießen. Dann kriegst du sicher die Sachen. Spulen. Reißschaden. Plus 10%. So, da schauen wir jetzt gleich mal einer. Fertigkeiten hätten wir auch 3. Feuerjagdbogen. Spulen bearbeiten. Säure. Haben wir nichts für Feuer. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Überspannen mit einer Waffe genutzt wird. Da haben wir noch Säure. Scharfschussbogen. Reißschaden. Nichts, wo es mal was bringt. Stachelwerfer. Ah, nix. Jägerbogen. Abriss. Wo haben wir Abriss drauf? Sprengschleuder. Oh. Mehr Eis. Ansonsten irgendwas freigeschaltet, nur über die 3 da. Hört man auch noch was. Aber die nutzen wir halt gerade aktuell nicht. So, Fertigkeiten. Kriegerin. Oder haben wir da noch irgendetwas, was wir unbedingt machen wollten? Niedrige Gesundheit, Verteidigung. Minus 60% genommenen Schaden, unter 25% Gesundheit. Verursacht mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Nehmen wir mal das da noch. Und dann haben wir noch ein bisschen weniger Schaden, wenn wir niedrige Gesundheit haben. Dann darf ich aber sagen, gehen wir noch bis dürfen. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Mhm. Haben wir ja noch nicht nur. Stürmer, kommt zu mir! Flusslied. Da hat wohl jemand Ärger. Stufe 15. Gut, da haben wir schon Stufe 14 sind. Wir sind überall! Manöver sind vorhersehbar. Nicht umzingeln lassen! Gott, stell mich blöd. Wehrt euch! Lasst ihn nicht durch! Auf die Schwachpunkte! Beschützt Flusslied!
Beschützt Flusslied! Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Warum hilft mir der Stürmer eigentlich nimmer? Nicht umzingeln lassen! Lasst sie nicht unser Zuhause schänden! Die haben den nur Metallscherben dabei. Muss was ein... Munition! Nicht umzingeln lassen! Kim, gemeinsam! Umzingeln lassen! Tut es schon weh? Beschützt Flusslied! Halt mal mal. Beschützt Flusslied! Meine Rüstung! Vergesst nie, wofür ihr steht! Nicht umzingeln lassen! Ja, Kim! Nicht umzingeln lassen! Passt! Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Ja, ja, jetzt lassen wir mal Krieger sind... Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcher-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Lagerfeuer. Hier können wir frei reden. Ja, lass mich geschwind speichern. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Wors, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten säen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Wors ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich lasse sie nicht zurück.
Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der vor meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Mit Okidoki. diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. So, wir hätten da einen Vorrat. So wie es scheint. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Kann mich noch heilen. Also das Gelände da ist ganz schön unwegsam. Fast geschafft. Ah, wir gehen jetzt da hin, wo ich hin wollte. Cool. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Lange ist her. Was hast du getrieben? Ich würde mich von den Feldern Geh zur fernhalten. Spitze. Es sei Trommelwurz. du willst Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Na. Okay. Ich glaube, da ist der Eingang. Boah, leicht ist. Ich muss irgendwie da hoch. Da hoch? Also ich denke, mit Klettern scheint ja aus. Was ist denn das? Eine Metallblume? Ich markiere den Ort in meinem Fokus. Und komm später wieder. Sag mal, wie viele Metallblumen gibt's denn? Oh. Geschafft. Vielleicht müssen wir gar nicht Dann wohl raus. durch die Diese Metallblume. Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Damentasche zu Q bringen. Die bedeutet dem Otaro wohl viel. Das sind Gräber. Stören sind glücklich, aber sie geben mir Deckung.
Ah! Dann kann ich gleich wieder herstellen. Muss raus da. Die zwickert mich da drin ein. Au, 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 au. Der Schmerz lässt nach. Na, Kim. Oder wenn er mit drauf geht, dann geht's wieder hin. Aua, au, 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 au. Nein, keine Munition mehr. Kritischer. Gut, so viel dazu. Jetzt irgendwie in die Höhlen hinauf. Also irgendwie läuft's gerade nicht so ganz. Da kommt's nur mir so jetzt am Vieh. Und dann wird's leichter. Das kommt für später zum Vorrat. So, da gehen wir jetzt aufwechseln. Also ich glaube, wir können die Mission trotzdem anschließen, obwohl wir die Metallblume noch nicht machen können. Zumindest schaut es ganz danach aus. Okay, da muss ich anscheinend runter. Wo sind wir jetzt? Okay. Nennt man versteckter Weg oder? Anscheinend. Ah. Metallblume hat quasi den Weg aufgemacht. Abkürzung sozusagen. Na schau her, und ich wollte vorher schon daher. Ich versuch's nochmal aus der Nähe. Okay, da haben wir keine Chance nicht. Okay. Dann müssen wir wieder um mich. Dann da um. Dorfe. Okay, das wird ganz schön Kletterpartie. Aber ist egal. Macht ja Spaß und so. Heilen kann man uns auch mal. Albion brauchen wir auch wieder mal. Kann man aber vom Vorrat auf da nehmen. Bevor wir wieder sammeln. Wir haben so viel im Vorrat. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Erledigt.
Kisti. Explosiver Schlamm. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Also irgendwie... Was nicht sexist ist, aber irgendwie hakt's. Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Schlimm ist, sie können Sonst könnte ich sie gerade nicht einfach schlecht aufheben, wenn sie speichern. zum Boden gefallen sind. Hm. Oh, da runter ist auch noch so ein Flickerl. Aber glaube ich, ist dann nichts mehr. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Forst richtet hier nicht viel aus. Breitschlund. Eine amphibische Maschine, die Rohstoffe in ihre Kiefer saugt, um sie zu verarbeiten. Wow. Im Kampf nutzt sie diese Fähigkeit für eine Vielzahl an gefährlichen Angriffen. Schwach gegen Löschwasser, stark gegen Feuer, Frost, Schock, Säure, Plasma. Also gegen alles schlecht. Breitschlundzahn. Also das sind die Zähne. Das ist quasi ein Hauptupgrade-Teil. Das heißt, die Zähne müssen wir erleben. Oakley-dokley. Löschwasser. Ich hab doch Löschwasser irgendwo, oder? Ah, hier haben wir es nicht gekauft. Stimmt. Da war ja was. Ja, wieder geknickert. Ja, Mann, ich krieg irgendwann was Besseres. Ja. Gräber. Aufspürergräber. Okay. Breitschlund gibt es auch wieder noch als Spezialform. Oh, ich muss jetzt PlayStation auf neu starten und nach der Mission da ist es aus. Ist das sonst keine Sau in der Nähe? Jo, da hinten. Ein Gräber. Er legt man mit den stillen Schlag. Also gerade im Moment, was auch nicht was los ist. Ich habe in Brutstätten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Ob es Ich hier verliere draußen gerade, so ob sie der Aufnahme besser ausschaut. Boah. FPS von 15? So. Brutal.
Ist das geil. Oh leid, oh leid, oh leid. Vergiss den voll. Ohne Scheiß. Das geht nicht. Ich starte jetzt geschwind PlayStation nein. Das hat so überhaupt keinen Taugt nicht. Das ist ja ein Wahnsinn. Da kann ich nicht mehr kämpfen. Sagen wir so, wie es ist. Es ist halt leider PS4. Ist leider so. Ah, jetzt. Ja, ich komme dann sowieso gleich. Willkommen zurück. Ich hoffe, dass es besser läuft. Gut. Schaut, dann gehen wir mal geschwind den Start an und ich komme gleich wieder.
So, jetzt hoffe ich, dass wir irgendwo dort in der Nähe wieder rauskommen. Und ich hoffe, leckfrei. Weil sonst wird es echt problematisch für die Mission. Dann können wir es wohl schlecht abschließen. Aber nein, schauen wir einfach einmal. Den Breitschlund müssen wir die Zähne auf alle Fälle ausschießen. Die mag ich haben, weil wenn wir das Viech schon mal sehen, mag ich die Zähne haben, dass wir unsere Waffen upgraden können, aber wahrscheinlich braucht man die sowieso erst für andere Waffen. Aber das ganze Zeug, sobald wir es haben können, mag ich es haben. So, zumindest schaut es gerade ein wenig flüssig aus. Säure verursacht. So. Okay, das geht bis zu 4. Was wirft der da? Ruhebehälter? Nein, du hast mir nichts gesehen. Boah, der schaut schon böse aus. Da sind die Zähne. Da unten ist noch einer. Graber? Gräber? Dort dieser Gräber. Stellen wir mal ein paar so Dinge her. Vielleicht können wir ihm die in seinem Maul stopfen. Ja, getroffen hätten wir's. Boah! Ich habe ein Teil abgetrennt. Natürlich. Warum trifft mir der jetzt? Keine Munition. Oh, die reißen euch nieder. Au! Au, 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 au.
Au, 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 au. Oh, schnell weg. Boah. Vielleicht kein Schocken. Oh. Au, 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 au. Bin noch im Kampf. Okay, das bringt rein gar nichts. Dein Maul auf. Warum kommt jetzt der Nasengräber? Nicht ein... Oh! Nicht einsaugen. Also gut, neuer Plan. Na, kann ich nicht mehr. Au, 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 au. Ah! Okay, die Zähne werd ich nicht kriegen. Was einfallen. Das war's wohl. Ich sollte bei den Breitschlunden nach Schoten sehen. Die sieht gut aus. Metallschoten. Na also, das sollte reichen. Dann mal schnell zu Q damit. Was? Zirkulator, Löschwasser. Ah ja. Ach, sammeln wir mal Heilung, ha? Holz ist voll. Habe ich nie Pfeile hergestellt? Na ja, was soll's. Braucht noch Heilungspfeile. Das ist ein tolles Ding. Ja, das ist wirklich. Ich muss echt überlegen, ob ich mir die Waffen dann nicht kaufe. Weil ich glaube, so schnell kriegen wir keine nicht. Eine Saugturbine habe ich angeschossen. Naja, immerhin Epse. Ist da noch irgendwas? Außer ein paar so Heilpflanzen. Ich glaube, da war ich nicht. Gut, da wir das drum haben. Bis gut wird. Gut.
das ist das Gebiet. Okay. Immerhin haben wir das da oben abgeschlossen. Der Breitschlund ist echt nicht ohne. Aber seine Zähne... Ob ich die so schnell kriege, bin mir noch nicht ganz so schlüssig. So, hallo! Ich hab, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Wars? Wenn das vorbei ist, finden und begraben wir seine Samen im Wäldchen. Jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Alle bleiben in Deckung, bis ich das Signal gebe. Okay. Utaru! Für Flusslied! Utaru für Flusslied! Für Flusslied! Es geht los! Flusslied wird nicht fallen! Kämpft ohne Ihr seid hier nicht willkommen! Kein Schuss mehr übrig. Ihr seid hier nicht willkommen! Achso. Fähigkeitenpunkte haben wir schon wieder. Ausweichrolle! Schnell! Schützt die Samen der Gefallenen! Vernichten sie! Ich sehe heute gar nichts. Unser Volk braucht uns! Ihr seid hier nicht willkommen! Die Stellung halten! Unser Volk braucht uns! Was ist jetzt los? Oh Gott. Ich bin dran! Das hier ist unser Zuhause! Schwach gegen Schock. Schwach gegen Schock. Oh Gott, die muss heilen. Ich brauche Munition. Munition. Das hier ist unser Zuhause! So, kritischer Schlag. Das hier ist unser Zuhause! Eure Heimat! Au, 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 au. Die Samen der Gefallenen! Heilung. Haben wir jetzt wenigstens alle Viecher erledigt? Vernichten das hier ist unser Zuhause! Ich bin am Zug. Sehen wir dir das Die Samen der Gefallenen!
zu Hause! Schützt die Samen der Gefallenen! Das hier ist unser Zuhause! Geht doch! Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient. Uiuiui. Und wird dir dienen. Ich pass drauf auf. Achte auf dich. Q's Scharfschussbogen. Huh. 56,45. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Crit-Treffer. Ich glaube, dann werden wir upgraden. Und schaut nicht schlecht aus damit. Ich glaube, der ist besser wie der normale. Hey, zack, ich voll Zeug schon. Was haben wir da jetzt? Aufspürer Gräber. Keine Ahnung. Sprungschläger. Wo war die anderen? Da Krallenschreiter. Rebellending gibt's da gar nicht, gell? Säurekanister, Gräber. Nein. Okay, die Mission hätten wir abgeschlossen. Hast du deinen Bogen? Schon wieder Fähigkeitenpunkte. Wollte ich da noch irgendwas machen dabei? Wechselhandschuh, Sprengschleuder, Mut bei Aufprall, Trankgeschick. Eine Sekunde zum Trinken, 25% mehr Heilung. Niedrige Gesundheit Nahkampf. Niedrige Gesundheit Nahkampf. Powerhäcksler und Klebebombe. Feuere eine Bombe deines momentan ausgewählten Typs, die an ihrem Ziel festklebt. So, gibt's das sonst nicht mehr? Aha. Aha. Das braucht man eigentlich nicht. Mutstoßmeisterin. Waffenausdauer. Wollte ich da nicht irgendwie was? Konzentrationsregeneration. Ausdauerndes Feuer. Mutstoßmeisterin. Breiter Stoß. Dabei glaube ich nicht. Ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist Kampf. Dann da einmal. Blockbrecher und Nora-Krieger. Nahkampfschaden mit leichten und schweren mehr Schaden. Machen wir mehr Schaden. Energetikdauer, kritischer Schlag verursacht mehr Schaden. Das wird das nächste. Gut. Notizbuch. Okay, da haben wir jetzt wieder das Zeichen bis sonst wohin. Na egal. Die erste Blüte des Winterlieds. Ich sehe sie an und spüre die Schwere meiner Jahre von mir abfallen. Sie sind schön. Schön, wie die Jungen für das hier gekämpft haben. Mann, diese Sprosse haben sich ganz gut geschlagen. Stark wie die Wurzeln eines stolzen Baums. Aber sag ihnen das bloß nicht. Es bleibt unter uns. Jetzt sollte ich dafür sorgen, dass unsere siegreichen Krieger sich beim Feiern nicht wehtun. So.
Ich darf gern zum Lagerfeuer noch, gell, weil da ist bestimmt eine Vorratskiste und so weiter gewesen. Ja, schon her Jägerbedarf. Ich bin Schauen wir mal. So. Flughornhorn. Ah, da dafür braucht man die Grünglanzsplitter und Fragmente. Aha. Okidoki. Rohstoffe. 301 Metallscherben. 2500 Metallscherben haben wir mittlerweile schon. Und jede Menge Zeug. Oh, das ist egal. auf dein Überleben spezialisiert. Das ist eine Werkbank. So, jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich so viel besser ist, der Scharfschussbogen, wie der Dings, die da. Der andere. Scharfschussbogen hat 75,38. 75,38. Der hat brutal viel Abriss. 75 und 80. Dann upgrade wir noch. Kritische Treffer und ein Spurenplatz. Der hat nämlich dann ein bisschen Abriss, glaube ich, wie mein Dings da. Oh man denn. Der hat 66 und der hat 80. Achso, der Jägerbogen. Dann nehmen wir das. Dann kriegt der da. Das rüsten wir aus gegen einen Scharfschussbogen. Weil wenn der mehr Abriss hat, ist gut. Eine kritische Trefferchance. Ah, Tutorials haben wir wieder. Deswegen Der Chor hat verkündet, dass mal speichern. Schauen wir mal, gibt es da noch irgendwie was anderes? Glaub nicht. Gut, dann haben wir dort einen Bereich eigentlich ziemlich gut aufdeckt. Da haben wir noch unbekanntes Himmelsgleiter-Areal. Dann einmal Schnellreise. Und zwar da hier haben wir uns das Lagerfeuer und das Himmelsreiter-Areal. Und dann gehen wir beide Richtung Nebenquest. Ist echt Wahnsinn, wie viel Zeit was man braucht, bis da man im Spiel weiterkommt, weil man sich wirklich mit allem beschäftigt. Wahnsinn. Das ist brutal. Jetzt haben wir schon wieder 2 Stunden da. Und geschafft haben wir eigentlich nur Nebenmissionen. Sonst gar nichts. Das Signal muss ganz nah sein. Und das ist krank. Aber es gibt Lagerfeuer wie Sand am Meer. Und dafür hätte ich meinen Vorrat noch auf ein bisschen Kind von die Heilpflanzen. Weil das wird jetzt nämlich so eine Geschichte werden. Und im Lager hätte man genügend. Aber ich mag jetzt nicht einfach umeinander reisen wie ein Wahnsinniger. Schlimm ist ja, dass ich möchte nur noch das Gebiet aufdecken. Dann habe ich ja meinen Frieden. Und dann kann man ja... Habe ich da nicht irgendwo oder sowas?
der Unterschlupf mit Werkbank. Okay, irgendwie ist OBS kurz abgebrochen. Jetzt läuft es aber wieder. Okay. Egal. Und wird OBS gerade einen Abbruch gehabt. Mein Gott. Shit happen. Oh. Himmelgleiter-Areal entdeckt. So, bin schon wieder weg. Ich mag gerade nichts jagen, ich muss nur entdecken. Oh, da ist gleich ein Lagerfeuer. Das ist so geschickt. Gut, dann haben wir das Fleckerl auch mitgenommen. Wir könnten jetzt natürlich schon da über das Lager gehen und da dann Oder wir starten da in dem Bereich. Da war nämlich auch noch was Unbekanntes. Starten wir da von dem Lagerfeuer. Kommen wir da zu den unbekannten, wahrscheinlich verbotenen Weg, blockierten Weg, wie auch immer. Genau. Da war heute der Unterschlupf, ne? Da ist unser Hauptquest, denke ich mal, oder? Reise zu den Koordinaten, die du auf den Turm erhalten hast. Genau, Hauptquest. Begib dich zu den Koordinaten des Eclipse-Verstecks. Das ist der andere Ding da. Ich glaube, wir gehen mal wirklich mal zu deinem Unterschlupf und zu deinem Lagerfeuer und nehmen das dann alles mit. Dann können wir ja das da auch noch mitnehmen, wenn es war. Auf alle Fälle habe ich gerade aktuell kein Raut hier nicht. Gehen wir mal da um. Okay, total falsche Richtung gelaufen. Ein Stürmer, wenn ich finde, war jetzt gar nicht base. Aber wenn ich keinen finde, ist es auch wurscht. So muss wie es ist. Gut, ist der Himmelsgleiter wieder, dann werden wir ihn stehen lassen. Haben wir eigentlich, ja, Gänse und sowas brauchen wir noch. Aber die werde ich da nicht finden. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Was ist das? Überall wird man angelenkt. Eine Munition.
Kein Weglaufen mehr. Der hat gesessen. So, was kriegen wir denn von dir, Scheiß? Dickhornschafhaut. Werde ich bald brauchen können. Da ist der Unterschlupf von mir. Den lang ersehnten. So, jetzt haben wir Medizin auch schon langsam wieder ein wenig gefüllt. So, la Kisti. Schauen wir mal da. Werkbank. Ich glaube, ich kann zwar noch einiges upgraden. So, ich hätte gern wieder Tag. Also morgen. Zeit vergehen lassen. Morgens. Na. So. Kann man noch einmal speichern. Und dann gehen wir wieder weiter auf Jagd. Da war ein Stürmer und Plünderer. Und da war die Mission. Die werden wir auch machen. Das heißt, da gehen wir jetzt einfach um mich hin. Das dämpft den Fall. Das stimmt allerdings. Ist ein gutes Teil. Ah, schon wieder so ein Bug. Ah, knapp vorbei ist er nicht. Dann läuft er vor. Also es geschafft, du darfst heute vorlaufen. Was ist denn da schon wieder? Sachen für den Vorrat. Retterin von Meridian, ich habe Neuigkeiten für dich. Du hast Neuigkeiten für mich. Ich hörte von einem Relikt, das sich in Ruinen im Osten befinden soll. Man sagt, es leuchte so hell wie ein Funke. Aber das verdammte Ding ist außer Reichweite. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Eine neue Reliktruine. Achso. Lade ein Akku aus? Nein. Das kann nicht sein. Dass dort eine Reliktruine ist, wissen wir ja mittlerweile. Das ist bestimmt wieder irgendein unpassierbarer Ort. Genau. Blockiert der Weg. Das ist eine unbekannte Siedlung. Okay, erst da weg. Und Stürme überbrücken.
Du bist jetzt meins. Hier liegt die Plage in der Luft. Fremde, bitte halte dich fern. Kehr um, Fremde. Steinhall ist nur für Utaru. Einen Da helleren komme Tag. ich wohl nicht rein. Okay. Dann kreuz mir kreuzweis. Gut, dass du fett bist. Was? Hat's verstanden? Gut, dass du fett bist? Ja, ja, du mir. Danke. Begib dich zum Durchgang sein, der Durchbruch. in Larens Vertrag steht. Ich sollte noch mal die Fakten durchgehen. Den Vertrag lesen. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larent will ihre Panzerung. Ich muss in Platziere seinem Lager Fallen nur auf sie auf dem warten. Weg. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Kein Herde Bock. zu überrumpeln. Der Konvoi. Er ist hier. Wo? Laut Larens Vertrag haben sie Fallen entlang des Durchgangs gestellt. Die kann ich benutzen. Okay, dieses Signal. Das könnte etwas Schaden anrichten. Panzerwandererherde. Kommen die auch oben? Oder bleibt die da oben? Ich glaube ja schon gleich, dass es bleibt. Schock bringt mich hier nicht weiter. Panzerwanderer, eine robuste Transportmaschine. Sie priorisiert es, die Ladung auf ihren Rücken zu verteidigen, indem sie mit einer Klaue ein Energieschild aktiviert und mit dem anderen Schockangriffe abfeuert. Säureschaden macht's da. Gut. Panzerwanderer Blitzgewehr. Kristallgeflecht. Herstellung von Berserkerjägerpfeilen, zielenden Jägerpfeilen, Taumelnstrahlen und Schilddrähten. Ach du Scheiße. Reiße Bauteile herunter, um wertvolle Rohstoffe zu plündern. Bei ihnen ist nur ein Panzerwanderer. Ich muss den Panzerwanderer ausschalten, damit Larent ihn ausschlachtet. Oh, 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 oh.
Na, Kim. Der letzte Schuss. Au, 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 au. Ah. Hier bin ich fertig. Geht doch. Ich sollte alles plündern und die Panzerung Larens Crew überlassen. Kristallgeflecht. Beute für mich. Panzerwanderer Blitzgewehr. Kriegt man ja doch ein paar Sachen. Es ist ja gar nicht drin gestanden. Das weiß man also nur, wenn man im Vorgänger gespielt hat, oder wie? Gerade zu Laren zurück. Steinhall ist da. Das Lagerfeuer. Karja-Lager. Also mir kann man jetzt schon zurückgehen und kann man das auf den Rückweg mitnehmen. Mal schauen. Ruhe dich im Lager aus. Herdenhinterhalt. Finde weitere Beute Unternehmerlager. Okay. Ganz kurz. Muss erledigen. Fernen. Das da. Und das da. So. Haben wir da jetzt nice gekriegt? Oh, Fernkampfverteidigung. Und der Panzerwanderer Blitzgewehr. Brüllrückenzirkulator. Kristallgeflecht. Ist für die Waffenherstellung. Elite-Munition sowie Fallen. Also es gibt definitiv noch ein bisschen Munition. Fertigkeiten haben wir nichts. Also gehen wir da zurück über Plünderer. Den Auftrag hätten wir erfüllt. Dann gehen wir einen kleinen auf. Für den nächsten Kampf. Und das ist eher Lagerfeuer. Da können wir dann nochmal geschwind speichern. Was? Nur das Lagerfeuer. Ah, da. Das ist irgendwas Karascher-Lager, oder? Stimmt, da rund ist unbekanntes Plündererareal. So, kämpfen mag ich mit dir jetzt eigentlich nicht. Muss jetzt ganz ehrlich sagen.
Davon kommt dann eine Reliktruine, da oben ist wieder Plünderer. Und ein Lagerfeuer. Was war das? Und der Viech. Also wie das vor uns. Da ist die Reliktruine mit dem Lagerfeuer. Nein. Sollte man dir nicht Dass ich hier helfen? bin. Hamburger. Tenakt-Rebellen. Sie haben es auf die Oseram abgesehen. Mann, noch was? Kritischer Schlag und dann müssen wir es erledigen. Normalerweise. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ah, jetzt. Mal Glück gehabt. Hallo, Flammenhaar. Komm her, ich möchte mich... Ja, gleich. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schrott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Warum hoffentlich nicht? Du weißt ja aus. Eine Ruine der alten Welt. Könnte die sein, die die Oseram-Stöberin erwähnt hat? Sie sagte, da drin wäre eine Art Relikt. Das sollte ich mir mal ansehen. Ein Relikt. Wie komme ich daran? Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Okay. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Lüftungsgitter. Und da ist eine Kiste. Diese Kiste könnte nützlich sein. Ich weiß nur noch nicht viel was. Da gehen wir so auf. Da brauchen wir Batterie. Oh, Splitter. An der Wand wachsen rote Kristalle. Mhm. Ich glaube, da kann ich im Moment nichts machen. Mhm. Ich hab's fast befürchtet. Also irgendwie sowas kommt. Ornament Niemandsland. Blockierter Weg. Unbekannt. Oh.
Tja, solange ich nicht an den roten Kristallen vorbeikomme, kann ich nicht viel tun. Ich gehe erst mal weiter. Die Luft wird kühler. Die Sonne geht unter. Mhm. Schon wieder. Für was war dann die Kisten? Ah. Auf alle Fälle. Okay. Sagt es halt gleich, wenn es mich nicht reinlassen mit. So, geschwind das Stürmareal mitnehmen. Und dann gehen wir zurück und gehen wir die Quest an. Dann kann ich die Reliktruine noch gar nicht machen. So gerne ich es auch machen möchte, aber das geht halt dann nicht. Dann hätten wir da noch ein paar so Unbekannte. Mal schauen. Eins nach dem anderen, ne? Guten Tag. Du bist... Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Wanda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. So, dann handelt man mal mit ihm. Mal schauen. Ernsthaft? Sicher eine Sache kriegen wir über dir. Bearbeitete Metallblöcke. Ein Kauf will immer gut überlegt sein. Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Kleiner Schwächeanfall. Heute Vertrag der Oseram. Schockspule. Metallscherben. Die Erfahrung. Und ein neuer Vertrag mit 4 Plünderer. Wo sind die Verträge? Jagdgebiet. Begib dich zur Stürmerposition? Ernsthaft? Wo ist Wühlerposition? Also dahinter. Also war alles im Schrecken.
kann man eigentlich leicht machen. Reißen wir mal hier. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Ich sollte ihn nochmal durchlesen. Für alle Fälle. Fallen mit Stil. Mhm. Wieder, wie Larent gesagt hat. Ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Antenne abgetrennt. Einmal. Ein Teil ist ab. Au, 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 au. Ich habe mit den Antennen zu lange gebraucht. Sie haben Verstärkung gerufen. Der wird aber normalerweise deswegen Aqua-Problem nicht sein. Hier, eine Antenne. Ein Antennenbauteil. Ich brauche nur noch eine weitere. Jetzt gibt es Ärger. Oh. Au, 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 au. Das waren alle. Auf zum Antennen sammeln. Und am Boden. So, der hat Verstärkung gerufen. Aber das ist mir egal. Ich sollte diese Weil ich Antennen hab's zurück geschafft. zu Larent bringen, wenn ich kann. Genau. So, jetzt müssen die nur wieder da umkommen. Dann ist alles überhaupt kein Problem. Hallo, Kraxel, du darfst wieder. Dann gehen wir gleich weiter zu den Stürmer. Dann ist die Mission relativ easy und schnell abgeschlossen. Gut speichern. Und einfach... Ja, können wir eigentlich das Lager gehen. Hätte mich fast verschluckt. Sprengschleudern können eingesetzt werden, um Sprengstoff oder andere Elementarladungen über kurze oder mittlere Entfernung zu schleudern. Hey, das ist sie. Ja, Sie hat die das Dornrücken bin ich. ausgelöscht, ohne Hilfe. Hm. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue Ja. Vermessung des Tals.
Jetzt wird man geschwind anschauen, ob es was Neues gibt. Du Spaß, gell? Aber ich glaube nicht, weil wir haben in der Story nicht weiterkommen. Da gibt's nichts. Also gibt es auch keine neue Waffen nicht. Da bin ich mir sehr ziemlich sicher. Aber jetzt halt einen Resonatorschlag wenigstens schon mal ausprobiert. Der ist gar nicht einmal so zuwider. Quest verfolgen, bitte. Begib dich zur Stürmerposition. Bin gerade auf dem Weg. Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Das Ich ist korrekt. sollte mir den Vertrag noch einmal durchlesen, damit ich nichts übersehe. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Achso. Keine Munition. Also ja, erledigt. Was muss ich anlocken? Wühler? Ah, Plünderer. Das ist gut, der hat keinen Schutz mehr drauf. Einen erwischt. Jetzt nur noch ein paar mehr. So, hier damit. Das war alles, was ich hatte. Es gibt's ja nicht, dass die Munition aber leer ist. Wie aufs Stichwort. Hallo. Das gibt's doch nicht. Ich hasse die scheiß Plünderer. Der Schmerz lässt nach. Wo geht's her? Zack. Und das Spezielle? Drin.
Oh. Oh, Zeitung. Das ist einer. Hast du auch mal gesagt, dass ich Plünderer hasse? Ich glaub nicht wirklich, oder? Ich hasse Plünderer. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Laren zu bringen. Schwule Klebstoff. Die Okay. kommen in meinen Rucksack. Circa 100 Mal. Ja, wenn sie nicht Gift ist. Kann man ja direkt noch verkraften. So circa 100 Mal, das ist ja noch voll in Ordnung. Kann schlimmer sein. Bitte. So, dann gehen wir wieder zum Lagerfeuer und bringen mir seinen Schund. Die Tenakt haben schon einen seltsamen Geschmack, oder? 272 Maschinenmuskeln, der Messi ist nichts gegen dich. Ja, was soll ich machen? Wenn ich so ein Ding hab, in Vorrat. Da kann ich nichts machen. Da bin ich einfach ausgeliefert und da muss ich sammeln, gell? Nein, es ist einfach, ich krieg das gar nicht mit, weil ich hab's ja nicht da. Ich hab's irgendwo in einem Lager, das wo verschimmelt. Das ist ja das Schlimme. Ich bin gespannt, ob ich es irgendwann einmal brauche, den Vorrat, den wo ich ansammle. Ich hab's, Guide. Ich hab 2.500 oder 3.000 Metallscherben, die kann man jede Waffen kaufen. Nur habe ich bis jetzt noch keinen gefunden, der wo man nicht verkauft. Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Sollen wir mal schauen, ob man na. Ja, das Löschwasser-Ding, ich muss es nur finden. Da schau her, der verkauft man nicht um irgendwas. Oh, Gewebe. Oh, die Sortierung ist cool. Klebstoff kann nur für Waffen mit freigeschalteter Klebemunition ausgerüstet werden. Aha. Aha. Fernkampfverteidigung. Rohstoffe. Weißt, das ist bearbeiteter Metallblock? Breitschlundzahn. Oh, 12. Egal. Machen wir's. Sehr schön. Versprochen, das sind die letzten Bauteile, Jägerin. Breitschlundherz. Mit den neuen Teilen kann ich endlich mit der Rüstung... Wendiges Reishorn. Begib dich zum Flussufer.
Wie viel möchte man denn noch aufschmatzen? Oh Gott. Ja, bisschen was vielleicht. Löschwasserding, sagst du. Ja, das hätten wir schon lang. Ja, pff. Machen wir gleich noch mit. Ich sollte mir Larens Vertrag mal anschauen. Das Kleingedruckte lesen. Ich sehe Maschinenspuren. Könnte das Reishorn sein, das ich suche. Du gibst jetzt in Ruhe, du Stürmer. Sei mal nicht so stürmisch. Verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Hm. Das Ding hat mich im Visier. Dornrückenspuren. Nicht das, was ich brauche. So, wer mag noch? Noch einer oder so? Vielleicht sollte ich die Reishornspuren finden, bevor ich gehe. Ja, Madame. Immer mit dir Wieder ruhig. hier. Mal sehen, ob ich jetzt Larens Reishorn finde. Genau, bin wieder hier. Noch dann wir die Stürmer da vernichtet haben, aber das ist nicht mehr so. Kein Glück. Das sind Stürmerspuren. Dann noch welche. Oh, da ist ein Red. Da wieder noch was? Nein. Hab die Reishornspuren entdeckt. Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Hab ich dich. Mal sehen, wo du hinführst. Ha. Eine braune Ratte. Ein Reishorn, das Feuer speit. Da ist er. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Weg ist es. Versuchen wir es nochmal. Ach Das so. kann ich später aus dem Vorrat. Kannst du nicht einfach stillhalten, ne? Ich krieg dich schon noch. Glaube ich allerdings auch. Tati hat übrigens so eine 161 Heilbeeren auf Vorrat. Also wenn ich mal Probleme krieg, ich hab nur. Über 50 Wildfleisch. Aufträge da. Besteige die überbrückte Maschine. Ach so.
Oh, jede Menge Lanzenhörner. Feuer wird hier nicht helfen. Lanzenhörner. Eine Herdenmaschine, die nach Rohstoffen bohrt, um sie in nützliche Materialien umzuwandeln. Sie flieht schneller vor Gefahr, aber greift gegebenenfalls Feinde an, um den Rückzug der Herde zu ermöglichen. Lanzenhorn, Bohrhorn. Rohstoffkanister. Kühlsaft. Schwach gegen Feuer. Hallo? Jetzt ist es eine wütende Brett. Mein Gott, bleibt so jetzt stehen. Das Eishorn konzentrieren. Oh, ich habe Munition schon wieder nicht mehr. Hab dich! Puh. Jetzt muss ich diese Teile für Larendt holen. So, da habe ich wieder die Hörner. Das tut jetzt nicht, dass ich keine Lanzen nicht mehr haben mag. Oh Gott. Das habe ich wohl ein bisschen übersehen. Gibt's ja nicht. Au! Seit wann reizt nur Kurven? Oh. Anstrengend. Vor allem, wenn die so Kurven fahren. Wo du denkst, naja, eigentlich vor geradeaus, aber
Okay. Aber immerhin habe ich Lanzenhorn, Bohrenhorn. Das verstaue ich für später. Bohrhorn, nicht Bohrenhorn. Bohrhorn. So, dann bringen wir ihm das noch, oder? Wenn wir das jetzt auch schon gekriegt haben. Inventar müssen wir auch neue Sachen haben. Spulen sortieren. Spulen haben wir noch nicht wirklich voll. 4 Bohrhörner haben wir. Und ein Lanzenhorn primitiv. Und Spezialausrüstung. Feuer, Reishorn, irgendwas. Okidoki. Ja, jetzt gibt's eine Ruhe. Ist gut jetzt. Wir müssen uns nicht immer bekriegen, ne? Hier drüben, Aloy. Hallo. Hier hast du das Reishorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Aloy, suchst du nach ein paar Beuteteilen? Schmiedenflackern haben wir abgeschlossen. Beuteverträge sammeln. Aufprall-Stachelwerfer. Diese ausgewogene Tenaktwaffe kann mächtige, nicht explosive Stacheln feuern. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Aha. Wieder ein Stachelwerfer. Und 3 Fähigkeiten. Kritischer Schlag bringt mehr. Luftschlitzer Absprung. Kritische Stärkung. Kritische Trefferchance. Das war interessant. Das ging noch. Versuch verursacht mit Resonatorstößen mehr Schaden. So, dann hätten wir das schon mal aufgebaut. Ja, schon langsam kommen wir ein wenig durch die ganze Materie durch. Das da haben wir auch abgeschlossen. Das Gute ist, wenn wir jetzt bearbeitete Metallblöcke haben, die wollen wir ja anscheinend kriegen, können wir Sachen kaufen. Genau. Zum Breitschulterz 90 Metallscherben. Ja, übrigens 3000 Metallscherben. Du hast wohl nichts Schönes gefunden, was? Nein, leider nein. Und Tiere werden es mir verkaufen, darfst du. Ha, da die auch kaufen. Genügend. So. Ich spekuliere, ob wir da noch Affen gehen sollten. Der Affe dann da oben und dann ins Carriger-Lager. Aber. Wo haben wir denn mir das letzte Mal gehandelt? Das ist eine gute Frage, gell? Haben wir mir das letzte Mal mit einer Waffenschmiedin gehandelt? Das glaube ich war da. Schauen wir einfach einmal. Weil dann gehen wir uns wirklich die Waffen nachholen. Weil von den Metallscherben her ist scheißegal. Dann haben wir die Löschwasserwaffen auch dabei, falls wir es wirklich brauchen.
Und ich hoffe ja irgendwann, dass das aber ein leichter wird. Dass es dann zusammenfassende Waffen gibt, wo man die Sachen dabei hat, die wo man dann haben mag. Nicht wie hier aktuell doppelte Säurepfeile, weil braucht kein Mensch nicht. So, Jägerbedarf. Schauen wir mal. Häckslerhandschuh. Eine Karja-Waffe, die Abrissmunition nutzt, um Gegner aufzuschlitzen. Halte die Waffe von den Feuern länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Mit jedem Fang wird er aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Okay. Da ist explosive Sprengschleuder. Menge zu kaufen. Na, ohne. Schneller Kriegsbogen. Oh, nicht. Niederschmetternder Scharfschussbogen. Pfeile mit hoher Niederschlagskraft abzufeuern, die jedoch weniger Schaden anrichten. Ich spekuliere, ob man den doch nicht einmal mitnehmen sollen, den Häckslerhandschuh. Probieren möchte ich ihn auf alle Fälle einmal. Nehmen wir für den. Werkzeuge, Rohstoffe. Gut. Ein guter Handel. Komm wieder, wenn du noch etwas brauchst. Eine Munition, die Löschwasserschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff Löschwasserkanister mit Löschwasserpfeilen, um sie zu sprengen. Nora, das Glück wird dir hold sein, wenn du bei mir kaufst. Scanne Gegner, um herauszufinden, ob sie anfällig für Löschwasser sind. Sie mit Löschwasser zu treffen, baut ihre Getränkt-Zustand auf. Sobald sie in diesem Zustand sind, werden ihre Elementarangriffe deaktiviert und sie sind anfälliger für Frost- und Schockangriffe. Aha. Und die lässt er an mir aus. Oder siehst du das anders? Cool. Häckslerhandschuh feuern Geschosse ab, die Maschinen aufschlitzen und mit jedem erfolgreichen Schlag stärker werden. Ich hab das Passende. Nach 3 Schlägen führt ihr nächster Treffer zum Explodieren. Halte vor dem Feuern R2 gedrückt, um den Häcksler vollständig aufzuladen, damit du Gegner länger aufschlitzen kannst und mehr Schaden bewirkst. Häcksler verursachen hohen Reißschaden, der perfekt dafür geeignet ist, Maschinenbauteile abzutrennen. Was dich echt umhaut, sind die Tunnel, die sie hinterlassen. Da kann man durchrennen. Was machst du als nächstes? Gehst du nach all dem zurück nach Hauptquell? Bin gespannt. Probieren wir einfach aus. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Nee, fehlt mir zwar manchmal schon, aber ich bin nicht hier, um die Präfekten daheim zu beeinflussen. Outfit. Ich glaube, haben wir letztes Mal gar nicht angeschaut. Also bestimmt was Gutes. Oder Wachposten. Konzentrationsregeneration. Himmelsgleiter Zirkulator. Nehmen wir mit. Als ob ich's für dich gemacht hätte. Ach ja, hier. Ist nicht ein scheiß Quantal. Bist du mal kleiner? Echt so schlimm? Etwa so nützlich wie ein Glashammer. Ja, ich hab ihm nicht das Kommando gegeben. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube... Oh Gott. Da braucht man Grünglanzfragmente.
Grünglanz Ansammlung. Explosive Sprengschleuder. Also das kann man alles machen. Die ist ja an sich jetzt nicht schlecht. Aufprall-Stachelwerfer. Oh, das kostet natürlich schon so richtig. Krallenschreiter Klingenschweif. Beutelgewebe eine Stachelschnauze. Wir haben ein bisschen anfälliger für Säure. Das ist aber wurscht. Weil ich glaube, die ist nicht ohne. Jägerbogen, ne, mein Ding freigeschaltet, Spule. Feuerspule. Scharfschussbogen. Hört man auch noch eine. Bringt mir nur leider gar nichts. Outfits. Leerer Platz und Gesundheitsregeneration. Fernkampfverteidigung. Oder Plasma. Einmal Fernkampf. Da schau sagen, das glaube ich ist eine ganz gute Rüstung. 9, 25, 26, 9, 25. Oh. Welten besser. Okelidokeli. Ich habe einzigartige Waffen nur für dich. Da müssen wir mal schauen, wo wir jetzt dann hier reisen. Speichert man das Ganze mal geschwind? Und ich komme gleich wieder.
So, kurz noch was erledigen. Und entfernen. Okidoki. Dann schauen wir jetzt einmal, wo wir jetzt hier reisen. Was haben wir denn überhaupt noch questmäßig? Eclipse-Versteck. Fortan. Beutevertrag, da müssen wir noch ein wenig weiter. Jagdgebiete, Rebellenlager und so weiter und so fort. Ich würde sagen, dass wir uns da hinporten zu dem Lagerfeuer und nehmen die zwei da mit und gehen wir dann da Richtung Tor des Todes. Hey, nicht. Schnell reisen. Da hier. Nehmen wir das Ganze noch mit. Und vielleicht können wir heute noch ein bisschen Story machen. Bin mir nicht sicher. Vielleicht können wir aber auch einfach nur hin. Das werden wir sehen und dann schauen wir mal, wann wir weiter tun. Weil so, ja, so eine gute Stunde machen wir noch. Hätte ich jetzt persönlich gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen noch zu den Rebellenlager, weil ich glaube, das ist ein Rebellenlager. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. 734 Reinholz haben wir im Vorrat. Ich glaube, wir brauchen so schnell keins mehr. Zumindest schaut das aus wie ein Rebellenlager. Ob so was ist, weiß ich ja nicht. Muss ja kein sein. Irgendwie schaut es seltsam aus. Nein, ich glaube, es ist keins. Es ist eine Metallblume. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Egal. Gehen wir da oben. Schauen wir mal, dass wir das alles hier wegen mitnehmen können. Und vielleicht können wir dann wirklich noch zu dem Turm. Oh Gott. Dass ich aber vergisst, dass ich durch das Gestauret nicht durch kann. Ach, nach unten. Genau, ab nach unten. Flusswacht. Drin ist doch irgendwas, oder? Zieh, ey Leute, zieh! Hallo, da die Telesa. Schaust du jetzt in der Kirche zu, gar nicht so. Was ist hier drin? Ah, nicht schon wieder blockiert der Weg. Das war wohl mal ein Kaja-Fort. Es wurde vielleicht verlassen, als die Tenak die Kaja-Armee nach Fahrlicht zurückdrängte. Mhm. Könnte sich lohnen, sich umzusehen. Mhm. Haben wir es gedacht.
Okay, da werde ich wahrscheinlich erst einkommen, wenn ich die Metallblume entferne. Also die Kissen kriege ich jetzt schon. Okay. Hier ist viel verrottendes Holz. Mit etwas Schwerem könnte ich es zerstören. Na bitte. Mensch, Aloy, was machst du denn? Metallknochen. Leiter. Kann man denn durchschießen? Drüben war da noch Kisten, aber die lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Sieht mir nach Tenakt aus. Nichts Brauchbares. Naja. Sie. Breitschlund. Ah, schade. Also, da hätte ich umschwimmen können. Erfrischend, schätze ich. Schätze ich. Momente wäre einfach Scherben zu verpassen. So, haben wir jetzt das durchentdeckt. Normalerweise schon. Blockierer Weg. Neue Quest im Karja-Lager. Breitschlund-Areal und unbekannte Siedlung. Also Feuergrauer Habicht. Ja. Die paar Scherben verhelfen mir daheim zu einer besseren Zukunft. einem Rebellenlager eine Brauerei? Guten Tag. Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier ist das Nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten? Vorspeisen oder Fisch? Es ist ein Tablett. Wer bist du? Krushavit. Du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ihnen? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, das weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein. Eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun, während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Der Spräche Gargendas wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Dann werde ich so berühmt wie der große Aram.
Du teilst seinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten. Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt. Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Versunkene Hoffnung. Tati war schon nicht. Simme, hätte ich gesagt. Begib dich zur Ausgrabungsstätte. Das ist natürlich dahinter der Siedlung. Naja, warum eigentlich nicht? Stöbern und Schmieden garantieren keinen Erfolg. Die Jägerin haben wir da. Hartgewebe, Scharfschussbogen. Super, das sind alles Waffen, die ich mag. Ach, das 60 macht ja standardmäßigen Schaden. Das ist schon voll. Und das hat Säure- und Schockpfeile. Und das normale. Lassen wir so mit dabei. Oh Gott, 3 Breitschlunde. Das fehlte uns noch. Ich sollte zur Ausgrabungsstätte gehen, von der Genders sprach. Die Maschine... Die Maschinen machen mir nichts. Mal sehen, was uns dort erwartet, ne? Breitschlund. Plünderer. So aus, als würde Plasma hier viel nützen. Das müssten die Maschinen sein, die Genders und Rushabit meinten. Achso, du gehst da wieder zurück. Schwach gegen Schock. Löschwasser ist da auch ganz gut. Sind dann gut gegen Eis und noch irgendwas. Ich wurde entdeckt. Wow. Okay, noch nicht lang gedauert.
Aber mein Du! Au. Boah, du zwickst mich nicht ab. Oh mein Du. Sinnlos, hier Säure einzusetzen. Mhm. Was ist denn nicht sinnlos? Letzter Schuss. Oh je. Mendu, haben Sie Video schon gemacht? Oh, hallo. Oh nein, Taktik gegen Plünderer. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Was so im Freitag erst? Also dafür. Erledige die Maschinen. Bei dir, du. Mir ist egal. Aus. Also der stille Schlag ist gar nicht mehr so ohne.
Mal schauen, wie so einen Zahn krieg. Anscheinend nicht. Boah! Viel besser. Zack. Aua! Sag mir, dass mir der jedes Mal trifft, ha? Okay, Planänderung. Aber wirklich jedes Mal. Alles sicher. Hier gibt es wohl nicht sonderlich viel. Aber diese Ruinen versinken im Wasser. Ich werde nicht sehr tief tauchen können. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Mhm. Ich sollte mir den Teil der Ruinen unter Wasser ansehen. Vielleicht finde ich da Spuren. Alter Vorratstresor. Okay. In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen. Dann gehen wir weiter. Ich hab da unseren Plan. Donnerkiefer schreit nach mir. Irgendwie war's cool. Jetzt muss man schauen, ob wir den machen. Bock hätte ich ja. Aber so ein Donnerkiefer. Jetzt muss man schauen. War nicht weit weg. Aber ich brauche heute noch ein Lagerfeuer davor. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Das stimmt allerdings.
Hohoho, da ist er. Level 30. Donnerkiefer. Kampf schwer. Eine massiv schwer bewaffnete und gepanzerte Kampfmaschine. Ihre Bewegungen und Angriffe sind schnell und wild und sie setzt ihr großes Arsenal an mächtigen Waffen unermüdlich ein. Wow. Datennexus und unzerstörbar. Ist anfällig für Schaden. Schnellfeuerkanone. Kann mit Reißschaden entfernt werden. Abnehmbarer Radar entfernen. Antenne, Herz. Anfällig für Schaden, wenn er ungeschützt ist. Kühlsaftkanister, Kettenreaktion bei Frost. Okay, Frostpfeile. Einsetzbare Waffe. Gott, Leuchtsprengerkanister. Nehmbar. Donnerkieferschweif. Gibt es da mehrere Formen von denen? Gibt's noch eine. Regala-Version wahrscheinlich. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Das ist so eine Drohne. So eine Drohne habe ich schon mal gesehen. Wenn ich sie runterbekomme, kann ich an die Daten ran. Dazu sollten wir den Donnerkiefer erst erlegen, oder? So ist es leicht. Die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Ich könnte draufspringen. Das ist nicht ein Mörderteil. Geschafft! Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Ich überlege mir später, was ich mit diesen Daten... Wow! Hauptsache Drohne haben wir. Der Rest ist wurscht. Das ist ja der absolute Wahnsinn, oder? Never ever. Das wird nix. Und sonst steht nicht dort Level 30. Dann kannst du vielleicht mit der Schwierigkeit leicht oder normal noch besiegen. Vielleicht. Aber nicht jetzt. Also heißt für mich Sache erledigt.
Fürs Erste. Donnerkiefer bleibt Donnerkiefer und wir werden da jetzt nichts rütteln. Ja, Eva ist Eva. Rebellenaußenposten. Rebellen. Wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Mhm. Ich sollte mich bedeckt halten, den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Bestimmt. Sprungschläger. Frau von Adam. Der war gut. So, da gibt es eine Werkbank und einen Vorrat. So, lassen wir es wieder bis auf den Morgen voranschreiten. Ich bin eigentlich immer zu so einer Zeit am Lagerfeuer. Gigantischer Horus. Das ist das, wo wir hinmengen. Richtig. Ich fange aber halt mit der Story-Mission nicht mehr an. Puh. Dienstag ist Forsa. Also, ich hoffe, dass Dienstag Forsa ist, weil wir haben ja Dienstag noch um 5 Uhr einen Termin zur Wohnungsvertragsunterschreibung. Also kann auch sein, dass vielleicht der Forsa-Stream morgen schon kommt oder im Mittwoch. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kann aber sein, dass ich wirklich Vorzüge auf morgen. Na, dann hätte ich den Dienstag keinen Stress nicht. Morgen war wurscht. Weil morgen ist sowieso Montag und der Montag ist sowieso Parteife. Wie immer halt. Aber ich glaube, das ergibt sich alles vorlor. Das werden wir sehen. Ich möchte jetzt da vorweg noch nicht entscheiden, aber ich glaube, dass morgen Forsa kommt und dann vielleicht mache ich ja je nachdem Mittwoch, Freitag oder Samstag nochmal einen Horizon-Stream. Aber ich muss jetzt geschwind Tati fragen und ich komme gleich wieder. So, also machen wir mir halt keine Hauptstory-Missionen mehr. Lieber gehen wir noch ins Rebellenlager und wollen uns das auch noch nicht zeigt, oder? Und beim nächsten Mal machen wir dann da weiter. So ungefähr, ja, bis um 7 Uhr. Ihren Anführer loswerden.
Müssen wir mal schauen. Dann zurück. Auf alle Fälle möchte ich mich nach 4 Jahren bis dahin und dann werden wir aber die Seite nicht mehr machen. So, erst einmal scannen. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich bleib lieber unsichtbar. Ich möchte nur dein scannen, danke. Dein Ernst? Folgst davon? Nicht identifiziertes Signal. Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Dann hätten wir wohl erledigt. Und sie sind auf der Suche. Ja, aber wenn es morgen Auflauf gibt, dann gibt es Dienstag oder Mittwoch-Stream. Ich möchte nur noch nicht festlegen, wann. Weil ich es nicht festlegen kann. Das ist mein Problem aktuell. Nicht gut, ich brauche Munition. So, die hätten wir dann erledigt. Dieser Soldat mit der schweren Waffe. Das muss der Boss sein. Du! Da! Au! Ein Schlag auf den nächsten! Geschafft. Ich sollte die Leiche untersuchen. Vielleicht finde ich was Nützliches. Erledigt. Ein Schlüssel. Rebellenschlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgend... Sammelobjekte? Ah. Die zweite Überwachungsdrohne. Neue Rohstoffe? Von wo? Tiefwasser, Brennkrautöl. Ganzen Pflanzen braucht kein Mensch nicht. Also, ich brauch's nicht. Ist keine Munition. Oh. Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. Na, egal. Da Hand übrigens Verderber. Die Rebellen haben Verderber ausgegraben. Vermutlich für Überbrückungsmodule.
Na. Kann man nicht lang miteinander. Die Rebellen schlachten. Da ist er das in Dienstag gehaut. Das kann nicht gut sein. Ja. Ich tue sagen, Mit dem kleinen Schlüssel kann ich bestimmt die Truhe öffnen. Soldatenmarker. Das war's? Na, das passt schon. Gibt's halt morgen gar nicht. Ich bin da voll flexibel. Das kommt in meinen Vorrat. Sagen wir's, wie es ist. Jetzt da nicht so, dass ich sage, morgen muss unbedingt. Riecht mir das spontan, wie es kommt. Und kann halt sein, dass am Dienstag eben keiner kommt. Deswegen die Woche spontan nicht geplant am Dienstag. So, jetzt gehen wir mal auf Kängurujagd. Flexibel wie ein Gummibandel, genau. Was ich aus nach 3 Tagen voll Streaming. Löschwassermunition wird die Sache vereinen. Sprungschläger habe ich noch nicht gehört. Okay. Kettenreaktion, da oben gibt's Feuer. Feuer war gut. Hand auf diesen normalen Sprungschläger. Feuerkanister Sprungschläger Hand ist. Das andere war ein Frost. Da war was unbekannt. Bestimmt ein blockierter Weg oder so. Kraxelt mir mehr Affe. Ja, bei 3 Tagen voll Streaming ist so auch schön. Vor allem bei so einem Spiel. Es ist halt der Unterschied. Ich darf jetzt das nicht mit Forza Horizon. Ich bin anscheinend bei der Funkbarke, die meinen Fokus entdeckt hat. Ein Flugschreiber. Hier ist Flugzeug 95 Yankee. Wir wechseln zur neuen Position und werden... Da unten! Im Meer! Kann nicht sein. Laut Prognosen sind sie 200 Meilen entfernt. Aber jetzt sind sie hier! Schnell, bring uns in die Nähe. Wir müssen... Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Mhm. Und haben den Preis dafür bezahlt. Mhm. Sie wollten überleben. Als Pharaohs Maschinen alles Leben vernichteten. All diese Leute starben. Wegen eines Egos. Ja, so ist's. Da draußen muss noch ein Flugzeugwrack sein. Ist er. Das weiß ich ganz gewiss. Die patrouillieren da einmal um. Die Sprungschläger. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt Richtung da herunter, weil da halten wir uns eher wieder eine halbe Ewigkeit auf. So wie ich mich kenne. Speichert man da noch mal geschwind? Bei dem Lager. Achso, das war nur der Donnerkiefer.
Jetzt ist der Donnerkiefer eigentlich von den Maschinen her einer der größten. Ist aber sehr wahrscheinlich nimmer einer der größten, sondern er gehört zwar noch dazu, aber wahrscheinlich haben jetzt da Unmengen dazugekommen. Hat er Hades auf noch einem Titan installiert? Aus was? Blockierter Weg. Was sind das für ein Fragezeichen? Die schauen so groß aus. So unförmig. So als gehören die nicht dazu. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Ich hatte so eine Idee. Au! Natürlich. Mein Gott, du sollst nicht schwimmen. Mein Gott, die haut so wieder auf. Was tun die mit mir? Ah, das war's nicht. Die treffen schon weit zu den unmöglichsten Zeiten. Und verrückt dann. Ich kann noch. Was zur Hölle? Was sind das für Viecher? Das ist meine Chance. Stufe 13. Alter, Hantigrung. Das kommt für später zum Vorrat. Leck mich am Arsch. Also Heilung habe ich nicht mehr voll.
Also ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Dann liegen nur Steine umeinander. Dass du einmal etwas brauchst. Bunkertür? Noch mehr Ruinen. Teufelsrutsche. Durchsuche die Ruinen nach einer Sicherheitskontrolle. An Land ist nichts. Vielleicht finde ich etwas unter Wasser. Oh, Breitschlund. Das ist bestimmt schon wieder so ein Ding, das was ich nicht machen kann. Fehlendes Werkzeug. Okay, auch diese hier kann ich nicht machen. Das ist auf alle Fälle ein Lagerfeuer. Und unbekannt. Sprungschlägerareal. Jetzt gehen wir noch dahinter. Aber was kann ich dann dies machen? Entdeckt. Sagen wir so, ich hätte es jetzt nicht mehr gestartet heute. Oh Gott! Ich weiß halt nicht, wie lange was die Mission dauert. Munition leer. Victor! Na, wenn jetzt sogar noch 40 Minuten der Summe ist. Das ist das Schlimme, oder? Ah, machen wir nächstes Mal in Ruhe. Das hat keinen Sinn nicht. Richten wir uns gleich so her, dass wir beim nächsten Mal dann eine starten können. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Man ist gescheiter. Weil wenn ich jetzt auf der halben Stunde dranhänge und eine halbe Stunde für die Hauptmission ist nix. Man keine Horizon. Na. Oh.
Dieser Ort ist wohl eine Art alter Außenposten zur Verteidigung. Verwüster. Ja, freilich. Mittelschwer. Verwüsterkanone. Okay. Keine Bauteile. Schock. Bringt mir nichts. Ha. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. Der hätte 85 Abriss. Die noch mehr. Ja, super. Jetzt? What the fuck? Frisst sich in sie hinein. Und jetzt auf sie! Ich hab keine Beeren mehr. Kreuzerkante Schwabhorn. Ich unterschätze jetzt Viech. Ich habe da keinerlei Heilung mehr. Muss mit zu deinem Lagerfeuer da geschwind. Um Heilung und alles vom Vorrat holen. Dann können wir die Mission machen. Ja, im Vorrat ist genug. So, darum ist Donnerkiefer. Wo ist mein Unterschlupf gehen? Da ist er. Ja, die Ruine möchte ich schon gerne machen, aber ich glaube, die können wir machen. Wenn nicht wieder irgendeine Metallblume davor ist. Das gibt es ja momentan auch überall. Metallblumen gibt es ja in dem Spiel mittlerweile besonders mehr, weil alles blockieren. Die blockieren alles. Jeden Eingang von jeder Ruine. Scheißegal was. Hauptsache Metallblume davor hinpflanzen, weil. Ja. Hauptsache der Mann, du kannst nicht rein. Ja, einmal aufgefüllt. Wenigstens kann man von Lagerfeuer zu Lagerfeuer schnell reisen. Das ist die beste Neuerung, was es gibt. Ohne Scheiß. Ein bisschen Ding hätten sie sich nicht einfallen lassen können. Wir schnell reisen von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Weil da haben die Schnellreisepakete eigentlich total für den Arsch. Ach so.
Aha. Das ist alles eine Mission. Bin gespannt, wann ich einmal einen Färber triff. Bis jetzt habe ich noch nichts einfärben können. Wenn das überhaupt mal der Fall sein wird. Nicht identifiziertes Signal. Sie ist schwach gegen Schock. Die Maschine ist schwach gegen Löschwasser und Säureschaden. Das ist die Waffen. Wenn sie der umdreht, dann kann den Plünderer ausscheiden. Und Verwüster muss ich fast allein erledigen. Sonst wird das nichts. Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. War noch stiller Ding da. Weil der Vogel auch noch da ist. Der macht es halt nicht gerade leichter. Sie suchen nach mir. Oh Gott! Schwer ist halt doch schwer. Tati, wie lange dauert es noch? Ist um 10 noch ungefähr. Achso, das ist schon das Lager. Zerrippen? Zerrippen. Also das Gebiet dort oben ist echt nicht ohne. Jetzt probieren wir es nochmal. Achso. Einmal gerade, wo spinnt er denn jetzt? Weil der blöde Vogel noch ist. Der zerstört mich halt alles. Aber wenn ich Plünderer wegbringe, bringt's mir nichts.
könnte es mit Säuremunition probieren. Also im Plünderer fürchte ich nicht. Wenn oft fürchte ich den Verwüster, der wo wirklich auch noch mal brutal geworden ist. Und das auch noch Vogelgeschoss. Das wo dann auch kommt. Und jetzt der Vogel hier. So, mal kurz Munition auffüllen, weil du dafür habe ich dann keine Zeit nicht mehr. So, das hätten wir dann. Schauen wir noch mal geschwind bei den Waffen. Schock vielleicht aber jetzt ausnahmsweise mit Fallen. Habe ich nämlich gerade spekuliert. Ob ich nicht irgendwie so eine Schockfalle oder sowas hernehmen sollte. Oder einen Stachelwerfer. Und wieso? Mhm. Jetzt geht's los. Wow. Au! Die möchte ich unbedingt um die Waffen. Er hat einfach keine Munition mehr.
Das hilft. Hallo. Jetzt hat er. Ihr seht mich nicht. Da lohnt man 3 Pfeile auf, dann schießt Moli 3 daneben. Schau, dass du von Himmel rüberkommst. Aber schnell. Erledigt. Wahnsinn. Oh, wir haben es geschafft. Wie viele Steine soll ich denn noch nehmen? Also du steckst auf alle Fälle mal auf der Wüste drin. Du bist ja noch mehr so ein Vogel. Oh. Ich glaube, das sollte nicht ganz so sein. Mhm. Eine aktive Konsole. Da steckt etwas in ihr. Haben wir denn, du Scheiß? Ein Zugangsschlüssel. Hier drüben ist die Hölle los, Sergeant! Ich seh's, Korporal. Der Eierkopf von der Tresorgruppe braucht unseren Schlüssel, um den Prototyp rauszukriegen.
Ran an die Konsole und hol ihn da raus! Dort hat mein zweitem feindlichen Ziel! Noch ein Horus! Los, fordere einen verfluchten Luftschlag an! Klingt, als würde ich für das mobile Deckungssystem 3 dieser Schlüssel brauchen. Das sind Koordinaten für eine andere Konsole in den Daten. Sollte ich mir mal ansehen. Ja, nicht nur du. Bitte nicht du. Ist nicht der Lord, was sie erschreckt hat. Okay. Das heißt, wir haben zumindest eins geschafft. Okay. War jetzt eigentlich nicht der Plan. Hä? Achso, jetzt bin ich wieder darin. Kraxel du Affe, du. So. Erledigt. Das wird mir erstmal... Gut, dann hätten wir das geschafft. Dann gehen wir noch geschwind in die Richtung. Dort ist dann Lagerfeuer. Ich mag nicht schon wieder gegen Kängurus arbeiten. Er hat mich vorher schon so verfolgt. So, da ist die andere Ruine. Irgendwas war da noch, oder? Ein Fragezeichen oder sowas. Diese unbekannte Werkbank auch noch. Ich hoffe, wir fangen jetzt nicht nach irgendeinem Sprung an. Und dass die Mission losgeht. Bevor ich überhaupt was tue. Das war jetzt zumindest nicht der Plan. Ich würde jetzt gerne die 3 Sachen noch mitnehmen. Das Lagerfeuer, Werkbank, das Sprungschlägerareal und dann hätte ich Schluss gemacht für heute. Sprungschlägerareal. Jetzt schön gleiten. Na, soweit haben wir nicht geglitten. Hier ist es. Laut den Koordinaten, die ich vom Turm aus gescannt habe. Eine Werkstatt unter einem toten Horus-Titan. Genau der Ort, an den Silent sich verkrümeln würde. Aber was hat er hier gemacht? Sind dann da wieder so Schläger, keine Ahnung. Muss man vielleicht einstellen, dass da oben im Hart mehr erzeugt wird. Blockierter Weg. Ja, man es fast denkt, bei mir haben wir nur blockierte Wege. Also mir werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann den Horus erklimmen.
So wie es aussieht. Ich werde jetzt noch geschwind zur Werkbank gehen. Werde da geschwind schauen, was wir da finden. Eigentlich nichts. Wahrscheinlich in den ganzen Ruinen kriegt man dann die Grünglanzfragmente und Ansammlungen. Und Beutelgewebe einer Stachelschnauze. Okay. Dann haben wir wirklich eine sehr gute Rüstung, finde ich. Wenn wir die dann nochmal haben. Fallenherstellung. Stimmen wir noch her. Wir haben wir ist Trankherstellung. Ah. Mittlerer Gesundheitstrank ist mehr wert wie ein normaler. Der überfüllt mehr, kann man sagen. Gut. Dann wird dies unser nächstes Ziel. Wir haben ja heute einiges erkundet, erforscht. Aber man sieht, was wir auf 5 Stunden so gemacht haben. Das Gebiet. Und das da warten auf uns. Warten wahrscheinlich noch so 100 Stunden auf uns. Flügel der 10. Okay. Verwüster, Sammelobjekt, Flugschreiber. Und Datenpunkt. Und dann Spulen. Löschwasserverteidigung. Okay. Sprungschläger, Waffen, Spule. Verwüster, primitiv. Was muss ich jetzt noch tun? Weil du ist kein Auffüllдing nicht für mein Inventar. Gehen wir geschwind da hin zum Unterschlupf, porten wir uns zurück und dann lassen wir es gut sein, ne? Weil dann haben wir voll ausgestattet das nächste Mal für die Hauptquest bereit. Und dann wird das gleich das erste, was wir dann tun. Bin direkt schon gespannt. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ich habe so eine leise Vorahnung. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich tauchen lernen. Ich glaube, das wird eines von den ersten Sachen, die wir lernen können. Also von dem gehe ich schwer aus. Oder irgendwie sowas, irgendeine Spezialausrüstung, irgendwas werden wir lernen, erfahren. Oder sonstiges. Speichert man noch geschwind. Jupp, überschreiben. Und dann schaut noch mal um. Dann schreibt Ido. PlayStation aus, weil das was dann für die Woche, also für das Wochenende. Ob man da irgendwas sehen kann, was man Spielstunden hat?
würde mich interessieren, aber... Wo ich da Spielstunden habe, aber ich glaube, dass das nicht ohne ist. Aber naja, das ist auch noch eine Geschichte. Gut, dann... Jetzt, oder? Jetzt lass das sich umschalten. So. Ja. Gut. Dann bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wann es weitergeht mit Horizon, ich habe keine Ahnung. Spontan, wann ich Zeit habe, wann ich Lust habe. Also Lust habe ich immer, aber Zeit habe ich keine. Dann muss ich schauen, Dienstag oder Mittwoch wahrscheinlich dann Forsa. Je nachdem, wie es kommt. Aber abends. Und ja, wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.